Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Tabletop Stuff. Heute, wie ihr hier sehen könnt, sitze ich mal nicht vor meinem Bemal- und Basteltisch bzw. Vorstellungstisch, sondern ich sitze vor einer Karte. Und das ist nicht irgendeine Karte, wie ihr vielleicht euch denken könnt, sondern es ist unsere Kampagnenkarte. Und zwar Guadalcanal um 1942. Und das ist jetzt unsere neue Taktik- und Strategiekarte, die wir jetzt in Zukunft benutzen werden, um unsere Runden zu planen und für euch zu dokumentieren. Das ist im Prinzip der Part, wer unseren Kanal verfolgt hat, zwischen den einzelnen Runden, wo wir praktisch einzelne Runden abschließen und neue Runden beginnen, wo so ein bisschen das Mikromanagement stattfindet, Truppen versorgen, Truppen auflösen, irgendwelche Nachbereitungen der einzelnen Szenarien, die wir gespielt haben. Und das passiert halt immer in dieser Kampagnenrundenphase. Und unser Anspruch war jetzt halt, dass wir das von dem Tisch selbst wegnehmen und halt an die Wand bringen, so dass es einmal für euch schöner anzusehen ist einfach, um das auch besser nachzuvollziehen. Und der zweite Part, der mir persönlich am wichtigsten auch war, ist, dass ich das für mich selber auch nochmal Revue passieren lasse. Also hat man halt immer praktisch die einzelnen Ausdrucke gehabt. Christian hatte dadurch jetzt auch eine unnötige Mehrarbeit, sage ich jetzt mal, indem er immer wieder die einzelnen Phasen und Abschnitte und die Truppenbewegungen wieder neu ausgedruckt hat auf die Karte. Und meistens lagen diese Sachen ja dann auch bei ihm zu Hause, so dass ich jetzt keinen direkten Zugriff drauf hatte, um mal eben irgendwas nachzuprüfen. Und ich teilweise halt auch vom Kopf dann nicht mehr wusste, was hat Zug 2 jetzt gemacht, wie war jetzt der Stand, welche Verluste gab es, wo steht der Zug und vor allen Dingen auch, was habe ich hier vielleicht schon an Gebäuden, die jetzt potenziell Nachschub produzieren etc. oder welche Gebiete von Guadalcanal halte ich jetzt persönlich. Und da fand ich halt das echt eine coole Idee, dass man das jetzt halt hier nochmal an die Wand bringt und dass man das praktisch immer vor Augen hat und gegebenenfalls vorab schon irgendwelche Planungen machen kann, bevor es halt in das eigentliche Spiel geht. Ja, im Prinzip, wie gesagt, ist das halt die Originalkarte von Guadalcanal um 1942. Diese Datei kann man sich kostenpflichtig aus dem Internet ziehen und sich das entsprechend ausdrucken für den eigenen Gebrauch. Und wir haben jetzt hier im Prinzip hinter der Wand, also wir haben jetzt hier ein Format DIN A1 ist das. Das heißt, wir haben eine Höhe, glaube von 59, irgendwas, ich habe es jetzt nicht ganz mehr auf dem Schirm, und eine Länge von 84, irgendwas. Also das typische DIN A1 Format. Ich hatte erst eine kleinere Version ausgedruckt oder drucken lassen. Da war ich ein bisschen unzufrieden, weil es einfach zu klein ist. Aber das DIN A1 Format, denke ich mal, wird passend sein und ist von der Größe für euch dann auch besser zu erkennen. Wir gehen dann sowieso auch gleich nochmal ins Detail. So werden wir das dann wahrscheinlich auch managen, wenn wir die Rundenvideos für euch drehen, damit ihr das dann halt auch in der Nahansicht sehen könnt, was hier halt passiert. Und also die Grundschicht, sage ich jetzt mal, die Grundebene ist praktisch so eine Magnetfolie, die ich halt auch zuschneiden lassen habe. Die ist selbstklebend, das heißt, es gibt die Folien selbstklebend und nicht selbstklebend. Hier ist jetzt nur so eine einfache Wand gesetzt. Ist jetzt kein Stein oder irgendwas, deshalb wollte ich da jetzt nicht unnötig irgendwie bohren oder sonst irgendwas. Und habe jetzt halt die selbstklebende Folie verwendet.
Die klebt ihr einfach nur auf. Und auf die Folie selber kommt im Prinzip die Karte. Die Karte habe ich in so einem Poster, also das Format ist ja halt auch wieder das A1, aber ein Posterformat. Das heißt, es ist noch so eine extra Schicht auf der Karte, um halt, ja, das wird jetzt hier nicht passieren, aber um gegebenenfalls gegen Sonneneinstrahlung, dass das jetzt nicht irgendwie Farbveränderungen annimmt oder ja, also praktisch nochmal zusätzlich das Papier halt beschichtet. Ja, und dann haben wir im Prinzip einen einfachen Rahmen. Dieser Rahmen besteht jetzt hier praktisch aus so einem Plastikrahmen. Da kann man aber nehmen, was man möchte. Ich habe jetzt hier andere Rahmen jetzt in dem Raum, die die gleiche Farbe haben, auch so schwarz, Anthrazit. Und in diesem Plastikrahmen gibt es halt nochmal so eine Art Plexiglas oder Acryl oder vielleicht sogar nur ja, diese Hobbyfolie, sagt man ja praktisch. Also eine ganz, ganz dünne, das sind nur ein paar Millimeter, wenn überhaupt. 1-2 Millimeter ist die stark. Und die ist praktisch nochmal auf der Karte gesetzt, weil das jetzt gleich einen ganz guten Nebeneffekt hat, was ich euch jetzt zeigen kann. Und zwar können wir jetzt hier auch Tropenbewegungen einzeichnen oder allgemein halt das einzeichnen, was wir halt einzeichnen wollen in dem Moment. Dann habe ich jetzt hier im Prinzip solche Permanentmarker bzw. Whiteboard-Marker sind das, also für diese ganzen Whiteboards, was man so in den Schulen kennt oder in Studienräumen, wo man praktisch auf die Whiteboards schreiben kann und dann wischt man das einfach ab. Und durch dieses Acrylglas, was hier im Prinzip drauf ist, könnt ihr das hier genauso machen. Ja, ihr könnt jetzt hier im Prinzip ja, irgendwelche Bewegungen etc. oder Ziele jetzt hier einzeichnen und können das dann halt ganz einfach abwischen. Ja, wenn ihr das jetzt mal länger an dieser Acryloberfläche belassen würde, dann müsst ihr natürlich dann, da gibt es auch, ja, im Prinzip kann man auch so einen einfachen Alkohol nehmen oder solche Reinigungsflächen, die halt mit Alkohol versetzt sind oder halt ein ganz normales Fensterreinigungsmittel oder sowas und dann könnt ihr das nochmal sauber machen. Ja, und so könnt ihr halt immer wieder so Sachen einzeichnen, was ich ganz praktisch finde, weil das war jetzt auf den ausgedruckten Versionen, die wir auf dem Tisch hatten, jetzt auch nicht unbedingt möglich. Da hat man gut jetzt was mit dem Bleistift eingemalt oder mit dem Kugelschreiber. Ja, und dann musste man es nochmal wieder übernehmen. Also man hat im Prinzip sinnloserweise eigentlich viel zusätzliches Papier ausgedruckt und auch einfach rumliegen gehabt. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Geschichte. Der zweite Part, der das hier sehr praktisch macht, ist halt diese Magnetfolie, die ich jetzt zu Anfang erwähnt habe, weil wir haben jetzt hier solche lustigen Marker, und zwar in Form der jeweiligen Landesflagge, und die haben halt hier hinten ein Magnet, also die habe ich jetzt hier mal zusammengebaut. Ich habe hier im Prinzip auch wieder so ein Acrylglas genommen und habe mir jetzt hier so Aufkleber besorgt, hier zum Beispiel die japanische Flagge. Und habe dann hier hinten im Prinzip einen Magneten draufgeklebt. Und ja, so ist das, ja, man kann im Prinzip gut hier unter die Flagge fassen und kann dann hier jetzt ja, im Prinzip seine Züge machen. Ja, kann hier alles schön verschieben, da wo wir jetzt gerade sind, und hat das halt praktisch immer im Blick. Gleiches natürlich für die Amerikaner. Und was jetzt halt noch dazu kommen wird, sind halt noch einzelne Marker. Da müssen wir noch schauen, wo wir die dann herbeziehen. Also Christian meinte bei den Combined Arms, also das, was jetzt von Warlord rauskommen wird, das neue Set, was ja auch im Prinzip das macht, was wir jetzt hier in der Kampagne schon die ganze Zeit machen, das Verknüpfen von ja, mehreren Spielsystemen von Warlord, also Bolt Action, Blood Red Skies, Cool Seas,
Das haben die ja jetzt im Prinzip in diesen Commonwealth Arms verpackt. Weiß jetzt gar nicht mehr, wann es jetzt rauskommt. Und da sind definitiv auch noch Marker drin, die wir gegebenenfalls jetzt hier übernehmen können, um jetzt hier zum Beispiel darzustellen, hier ist ein Flughafen bei mir jetzt in diesem Quadranten. Damit ich das hier noch auf dem Schirm habe oder auch Christian, dass sich hier jetzt ein Flughafen befindet oder hier oben die Hafenanlage, die jetzt Christian in dem letzten Blood Red Skies Spiel zerstört hat. Und genauso verhält sich das auch bei ihm. Er hat da auch ein Flugfeld und Hafenanlage oder halt allgemeine Befestigungen, die man halt im Laufe der Kampagne noch dazu kauft und erstellt. Die kann man dann hier schön eintragen und ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte. Und ja, durch dieses Verschieben ist halt alles, passiert es nur auf dieser einen Karte. Also wir müssen nicht noch zusätzliche Sachen wieder ausdrucken und es ist dann auch für alle dann so am besten ersichtlich, was hier eigentlich passiert. Ich denke mal, das war auch immer so ein Punkt in den runden Videos, dass das vielleicht nicht für alle jetzt zu 100% nachvollziehbar ist, was ist da jetzt eigentlich passiert. Und das kann man immer ganz gut einblenden, so dass ihr dann halt die Übersicht habt. Ja, wie gesagt, hier gibt es dann noch einzelne Sachen, die hier noch verbessert werden. Unter anderem habe ich mir jetzt hier überlegt, weil ihr werdet das hier wahrscheinlich gerade in dem Video sehen. Ich habe jetzt hier ein kleines Beleuchtungsproblem. Würde hier wahrscheinlich noch eine zusätzliche Lampe, eine LED-Lampe anbringen, die das Ganze nochmal von oben oder vielleicht auch von den Seiten nochmal hier besser ausleuchtet. Und ja, wie gesagt, einzelne Magneten halt noch mit verschiedenen Sachen, die wir hier darstellen wollen. Und ja, dann muss man gucken, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch noch eine Idee, was man jetzt hier noch zusätzlich bei dieser Strategie-Taktik-Karte hinzufügen könnte, was ganz praktisch für uns wäre oder was ihr vielleicht sehen wollt. Dann kann man das hier dann auch entsprechend umsetzen. So, das war jetzt erstmal hier so die grobe Ansicht. Jetzt gehe ich mit euch nochmal eben ins Detail und ja, dann könnt ihr euch das da auch nochmal anschauen. Ja, dann habt ihr jetzt hier nochmal die Nahansicht. Ich muss jetzt so ein bisschen spielen mit dem Scheinwerfer bei mir im Hintergrund, dass ich jetzt nicht zu viele Schatten werfe, beziehungsweise der Scheinwerfer natürlich durch diese ja, Acryl-Oberfläche spiegelt der sich natürlich auch leichter drin, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Ne? Da muss man gucken, wie man dann die Beleuchtung entsprechend platziert, damit diese Effekte halt nicht entstehen. Jetzt seht ihr natürlich auch den Schatten von mir. Und da müssen wir sicherlich noch was verbessern, aber das jetzt nur erstmal am Rand. Ja, jetzt habt ihr hier im Prinzip die Karte, wie gesagt. Es ist die Karte von Guadalcanal 1942 und seht im Prinzip hier die einzelnen Quadranten, die jetzt schön groß sind, so dass man das jetzt auch vernünftig zeigen kann. Dann auch die einzelnen Ortschaften, Gebietsnamen, dass man das besser ja, sieht, lokalisieren kann und dann halt auch jeder weiß, ja, was ist hier mit Galaga gemeint oder was weiß ich, Colina, damit dann auch jeder weiß, okay, die bewegen sich jetzt gerade in dem Gebiet von Guadalcanal und ja, da passiert dann im Prinzip die Action. Ja, hier jetzt nochmal zu diesen Magneten, die ich hier im Prinzip gebastelt habe. Wie gesagt, ist jetzt einfach auch nur dieses diese Acrylplatte zurechtgeschnitten. Das nennt sich halt umgangssprachlich oder wenn man das kaufen will, das ist nicht dieses typische Acrylglas bzw. Plexiglas, sondern nochmal eine dünnere, billigere Form und das wird halt im Handel als Hobbyglas bezeichnet. Auch im Baumarkt, da wo ich es gekauft habe, heißt das auch Hobbyglas. Ist im Prinzip nochmal eine billigere Version einfach von dem allgemeinen Acrylglas. Und das könnt ihr ganz easy mit einer Schere zurechtschneiden. Ist trotzdem immer noch stabil genug, um jetzt hier sowas darzustellen. Statt jetzt Pappe oder irgendwas zu verwenden, was sich womöglich biegt oder allgemein Plastik. Wer sowas über hat, kann sowas dann gerne verwenden.
Ja, und dann im Prinzip solche Aufkleber besorgt. Das kann man dann wahrscheinlich auch selber ausdrucken. Da kann man sicherlich hier und da auch nochmal den 1 Euro sparen. Aber im Prinzip hier als Aufkleber hat es ja auch nochmal eine extra Beschichtung, wenn das jetzt häufiger in Benutzung ist, dass man halt nicht so viel Abrieb praktisch an der Oberfläche hat. Habe ich mich jetzt für diese Aufkleberversion entschieden. Ja, und dann könnt ihr hier im Prinzip auch gut runterfassen, weil die sind ja entsprechend breit. Das ist jetzt hier ein runder Magnet, relativ stark. Habe ich jetzt auch im Baumarkt besorgt, weil ich musste das einfach in der Hand haben. Ich konnte sowas jetzt nicht online bestellen, weil ich nicht wusste, ob das jetzt funktioniert mit der Magnetfolie oder ob ich hätte doch eine Metallwand, eine Metallplatte nehmen müssen, die ich hier hinten angebracht habe, aber Gott sei Dank hat das mit der Magnetfolie geklappt, also das reicht aus. Plus das Hobbyglas, was jetzt hier oben drauf ist, dass die Magneten immer noch so viel Kraft haben, dass die hier sich nicht einfach lösen und von der Karte jetzt runterfallen. Also das ist kein Problem, die halten ohne Probleme. Ja, und so kann man jetzt hier gut die Gebiete halt deklarieren. Also da, wo jetzt hier der Amerikaner sitzt und hier halt der Japaner. Was jetzt hier noch dazu kommt, um die einzelnen Züge zu entscheiden, wären jetzt halt noch entsprechende Bezeichnungen oder Ziffern. Römische Ziffern hätte ich jetzt gedacht, dass man dann damit die Züge unterscheidet. Dann macht man da nochmal einen separaten Magneten. Das wollte ich jetzt nicht auf die Flagge selber machen, weil das dann halt zu klein geworden wäre. So würde ich halt lieber einen einzelnen Magneten nochmal machen, weil man auch nicht weiß, wie viele Züge werden im Prinzip jetzt hier auch in der Kampagne entstehen. Christian hatte ja jetzt auch schon einen Reservezug praktisch erzeugt durch seine Ressourcenpunkte. Und so ist es halt variabler, wenn man jetzt nochmal einzelne Magneten macht und die dann entsprechend bei der Flagge einfach darunter setzt, um zu kennzeichnen, welcher Zug jetzt hier in den Quadranten auch steht. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch entscheiden oder unterscheiden, handelt es sich hierbei jetzt um einen Infanteriezug oder ist das jetzt die Blood Red Sky Luftflotte oder ist das denn jetzt die Cool Seas Flotte oder später vielleicht nochmal die Victory at Seas Flotte? Da müsste man jetzt hier im Prinzip auch nochmal einen extra Marker haben, der das halt kennzeichnet, also in Form von einem kleinen Flugzeug oder von einem Schiffssymbol. So, dass man halt weiß, okay, das ist jetzt hier eine Flotte oder das ist jetzt ein Infanteriezug. Das würde das auch nochmal ein bisschen unterteilen. Dann, wie gesagt, halt die Gebietsmarker und Standorte. Also ist jetzt hier das Hauptquartier, dass man irgendwie so mal so ein Häuschen nochmal hat als Magneten. Oder ist hier der Hafen. Ne? Ich meine, der Hafen ist jetzt kaputt. Ich kann mich jetzt entscheiden, den Hafen jetzt hier nochmal neu zu bauen oder zu lassen und den vielleicht hier an einem anderen Ort neu aufzubauen. Ja, und dann kann man das halt entsprechend kennzeichnen und würde das Ganze hier auch nochmal unterteilen. Man muss jetzt natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht alles zugleistert, sage ich jetzt mal, mit verschiedensten Magneten. Da müssen wir jetzt, sage ich mal, eine gute Richtung finden. Also, dass man wirklich nur diese Sachen jetzt halt hier auch darstellt, die wir jetzt so sonst auch immer eingezeichnet haben. Weil sonst sieht man irgendwann natürlich die Karte vor lauter Magneten nicht mehr. Ich denke mal, das ist auch eher suboptimal. Ja, und dann, wie gesagt, besteht ja die Möglichkeit, dass wir jetzt hier Sachen halt eingezeichnen können. Ne, wenn man jetzt erstmal irgendwie sich noch nicht sicher ist, wie man jetzt zieht oder wie jetzt hier der Konflikt ist, dass man jetzt halt sagt, okay, Japan greift hier an und USA bleibt halt stationär. Man könnte jetzt hier zum Beispiel auch solche kleinen Marker setzen, wenn es jetzt hier zum Gefecht kommt, dass man hier, was weiß ich, nochmal so einen Marker erstellt, dass jetzt hier,
keine Ahnung, jetzt in den Konflikt halt ausgebrochen ist, also praktisch jetzt hier ein Spiel stattfindet in Form einer Schlacht. Ja, solche Sachen zum Beispiel, ne? Das kann man jetzt hier schön alles einzeichnen. Und ja, das ist es im Prinzip, ne? Also auch ist das im Prinzip jetzt so gehalten, dass man auch mal easy, ohne viel Aufwand, den Rahmen halt abnehmen kann. Der ist jetzt praktisch nur so aufgehängt und an 2 Schrauben fixiert, kann man praktisch abnehmen. Gibt ja nicht mehr diese typische Rückwand, die jetzt hier drin ist, sondern er ist jetzt einfach nur auf diese Folie aufgesetzt. Und wenn man das Acrylglas jetzt lösen würde, das habe ich jetzt mit Nägeln befestigt, ich wollte es nicht kleben, damit ich die Karte nicht beschädige dahinter. Und löst halt die Scheibe raus und könnte dann auch ganz einfach diese Karte austauschen, falls man irgendwann ja die Kampagne beendet hat und ja neues Szenario, eine neue Kampagne starten möchte mit einer anderen Karte, dann kann man das auch relativ einfach verändern, ohne viel Aufwand. Und ja, das Gute ist halt hier auch noch, dass die Karte halt auch wirklich diesen alten Touch hat. Das ist ja im Prinzip ein Scan von der Originalkarte. Also man hat im Prinzip hier noch dieses, nicht, dass die halt nicht mehr weiß ist, sondern schon so abgegriffen, dieser gelbliche Ton. Das passt natürlich ganz gut, weil hier durch die Japan-Flagge würde das sonst ein bisschen untergehen. Ich wollte erst gucken, ob ich die japanische Kriegsflagge bekomme. Dann wäre das ein bisschen ja noch schöner zu sehen, aber es ist jetzt nicht so kritisch. Das passt schon so. Ja, und das ist es im Prinzip, ne? Das ist es. Das wird demnächst bei uns dann zu sehen sein. Und ja, ich bin im Prinzip jetzt gespannt, wie ihr das jetzt findet, was ihr dazu sagt und ob ihr vielleicht jetzt irgendwelche Anregungen, Ideen vielleicht noch habt, was man jetzt da noch ändern könnte. Und ja, das war es im Prinzip jetzt erstmal mit der Vorstellung unserer neuen Strategie-Taktikkarte für unsere Pazifik-Kampagne. Und ich würde sagen, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!